Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Zu Beginn möchte ich sagen, dass meine Videos vorerst nur alle 2 Tage veröffentlicht werden. Grund dafür ist YouTube. Sie haben mich also so weit eingeschränkt, die Reichweite, dass ich von 100 bis 150.000 Abrufe im Moment noch, wenn es hochkommt, zwischen 5.000 und 10.000 habe. Demnach ist ein YouTube-Video für mich ein totales Minusgeschäft, weil ich muss ja die Idee entwickeln, ich muss das Skript schreiben, ich muss das Video machen, ich muss Fotos heraussuchen, ich muss das Thumbnail machen und muss es veröffentlichen. Viel Arbeit für nichts, so gesehen. Deshalb nur alle 2 Wochen. Heute nehme ich ein ganz anderes Thema in Angriff, und zwar Impfen. Und ich beziehe mich auf einen Artikel mit dem Titel Impfroulette im Babybett. Studie zeigt, was keiner sehen will, von Report 24. Vielen Dank für die Kollegen. Ich zitiere aus dem Artikel. Eine neu veröffentlichte Studie weist auf ein deutlich erhöhtes Sterblichkeitsrisiko für Kinder auf, die im 2. Lebensmonat ihr Impfprogramm durchlaufen haben. Die Untersuchung wirft weitere Fragen zum immer weiter ausgeweiteten Impfprogramm auf. Für Eltern gibt es wohl nichts Schlimmeres, als ihr eigenes Kind zu verlieren, doch die vielen Impfungen, welche unsere Jüngsten bereits kurz nach der Geburt verabreicht werden, könnten genau dazu führen. Zumindest legen dies Untersuchungen aus dem US-Bundesstaat Louisiana nahe, die von Forschern der Children Health Defense durchgeführt wurden. Die Pre-Bryant-Analyse von Karl Jablonski und Brian Hooker basiert auf einem Datensatz von 1775 Kindern, die zwischen 2013 und 2024 vor ihrem 3. Lebensjahr gestorben waren. Demnach starben Säuglinge, die im 2. Lebensmonat geimpft wurden, im 3. Monat bis zu 68% häufiger als jene, die keine Spritzen bekamen. Bei schwarzen Babys lag das Risiko je nach Vakzin zwischen 28 und 74% höher, bei Mädchen sogar 52 bis 98% höher, in Extremfällen 100%. Natürlich heißt es reflexartig, das kann nicht sein, Impfungen retten Leben, Punkt. Ja, und die Titanic war unsinkbar, bis sie nicht mehr war. Was die beiden Forscher hier auf den Tisch knallen, ist kein kontrolliertes Experiment, sondern die Auswertung eines Registers. Mehr noch, je mehr Impfstoffe bei den Arztbesuchen verabreicht wurden, desto höher war die Sterbequote. Zwar betonen auch die beiden Forscher, dass dies nur ein Snippet ist und es noch deutlich mehr Untersuchungen braucht, um die Zusammenhänge zwischen den Impfdosen und den Sterblichkeitsraten besser zu verstehen, doch sie weisen auf das Impfadjuvans Aluminium hin. Die kleinsten erhalten teilweise bis zu 1,225 Milligramm Aluminium gespritzt, während die US-amerikanische FDA als Grenzwert nur maximal 0,85 Milligramm erlaubt. Ungeimpfte Babys hatten im kritischen Zeitfenster die niedrigste Sterblichkeit. Über alle Vergleiche hinweg, das ist kein endgültiger Beweis, aber es ist ein verdammt guter Grund, die Gesundheitsbehörden zu fragen, warum es hier keine wirkliche Transparenz gibt. Dass einige Impfungen, die Tollwutimpfung ist ein perfektes Beispiel dafür, Leben retten können, steht wohl außer Frage. Doch wenn Babys schon in ihren ersten Lebensmonaten mit Dutzenden Impfungen konfrontiert werden, die man auch auf längere Zeiträume hinweg aufteilen könnte, darf man sich über Nebenwirkungen und negative gesundheitliche Auswirkungen nicht wundern. Schlussendlich ist diese Studie auch ein Weckruf, sich intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen, gerade auch deshalb, weil die Gesundheitsbehörden
immer mehr Impfungen vorschreiben und so das Immunsystem der Kleinsten massiv belasten. Wir müssen ja denken, es sind kleine Menschen, die mehr geimpft werden als wir Erwachsenen in einer kurzen Zeit. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Ich bin kein Arzt, ich bin Laie. Aber mir ist eins klar, wenn man Babys, die 2 Monate alt sind, Impfungen reinhaut ohne Ende, dann kann das nicht gesund sein. Also wie im Artikel angesprochen, wenn man das auf eine längere Zeitraum verteilt, ist es vielleicht besser, oder manche impfen ihre Kinder ja gar nicht. Also hier in Südamerika werden die Kinder geimpft und es hat auch Gründe, weil hier gibt es natürlich viele Krankheiten, die es in Europa nicht gibt. Also Fleckfieber, Typhus, Gelbfieber. Wenn man hier nicht gegen diese Krankheiten impft, dann sterben die Kinder, weil man kann sich nicht davor schützen. Man kann sie nicht vor Moskitostichen so schützen, dass man nie einen abbekommt. Das geht nicht. Also ich bin kein totaler Impfgegner, aber ich bin dagegen, dass man Kindern die Impfungen reinhaut ohne Ende. Ich weiß, dieses Video wird wieder viele Kommentare auslösen und viele werden mich vielleicht kritisieren, weil ich kein Impfgegner bin, kein totaler. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Jeder hat sein Leben und ich habe für mich entschieden. Das könnt ihr nicht für mich entscheiden und ich kann nicht für euch entscheiden. Also jeder entscheidet für sich selbst. Im Hintergrund der Impfkampagnen sind natürlich wiederum, wie sollte es auch anders sein, NGOs. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. Ein sehr erfolgreiches Buch. Hier erfahrt ihr die Hintergründe der NGOs und wie viel Milliarden vor allem linke und linksextreme NGOs euer Steuergeld bekommen. Ihr könnt es nicht glauben, was für Namen darunter sind und für welchen Bullshit, ich kann es nicht anders sagen, man Steuergeld ausgibt. Es ist unglaublich. Und Friedrich Merz, Wendehals Nummer 1, hat ja gesagt, links ist vorbei, aber mit ihm geht links erst richtig los. Wer Friedrich Merz wählt, wählt die Grünen und die Linken. Also überlegt euch das. Ich möchte noch auf ein anderes Buch aufmerksam machen. Ihr kennt das zwischenzeitlich, aber es ist für mich ein Herzensanliegen. Deshalb sage ich das ja auch jeden Tag und stelle jeden Tag das Buch vor. Deutschland muss vernichtet werden. Es ist ein ganz neues Buch von mir, also erst ein paar Wochen alt, aber schon zehntausende Mal verkauft. In diesem Buch sind alle Massaker gegen unser deutsches Volk aufgeführt. So ein Buch gibt es noch nicht, weil das Buch hört nicht auf nach dem Krieg. Das Buch geht weiter bis heute, weil ich beleuchte auch 2015 die Grenzöffnung bis heute. Was hat das für Auswirkungen? Wie ist die Kriminalität? Wie wird die Kriminalität verharmlost? Welche Ausreden haben linke Woke-Schwurbler für Flüchtlingsmassenmörder, die Kinder und Frauen umbringen? Welche unglaublichen Ausreden es gibt. Der Pommespreis war zu groß, es ist zu heiß und alles. Also ihr könnt es einfach nicht glauben. Alle diese Ausreden, die ihr gut gebrauchen könnt für Diskussionen, sind in diesem Buch angegeben. Abonniert mich bei Telegram. Ich sage es immer und immer wieder und trotzdem machen es nicht viele Leute. Ich sehe das an den Zahlen. Es machen nicht viele Leute. Abonniert mich bei Telegram. Dort bin ich täglich. Bei YouTube bin ich jetzt zweitäglich. Bei Telegram bin ich täglich. Abonniert mich. Wenn ihr weiterhin Informationen von mir erhalten wollt, abonniert mich bei Telegram. Weil irgendwann wird sie mich bei YouTube nicht mehr geben. Und dann bin ich bei Telegram. Abonniert auch meinen kostenlosen Newsletter unter www.michaelgrant.de. Jede Woche einen kostenlosen
Newsletter. Ihr seht also, meine Dienstleistungen, meine Videos sind kostenlos, Telegram ist kostenlos, mein Newsletter ist kostenlos, alles ist kostenlos. Aber ich muss natürlich auch mich um meine Familie ernähren können. Deshalb bitte ich euch auch vielleicht um eine kleine Unterstützung auch. Das ist unten angegeben. Ihr unterstützt mich natürlich auch, wenn ihr meine Bücher kauft oder wenn ihr Werbung für meine Bücher macht oder meinen Kanal weiterempfiehlt. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grendt.